Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Mein Name ist Frank Müller. Ich bin 28 Jahre alt und arbeite als Angestellter in einer Bank. Ich hatte mal den Traum, für ein Jahr nach Australien zu fliegen und das Leben zu genießen. Mein Name ist Frank Müller. Ich bin 28 Jahre alt und arbeite als Angestellter in einer Bank. Ich hatte mal den Traum, für ein Jahr nach Australien zu fliegen und das Leben zu genießen. Ich habe diesen Traum immer wieder hinausgeschoben. Am Ende bin ich nie dazu gekommen, ihn zu erfüllen. Ich habe diesen Traum immer wieder hinausgeschoben. Am Ende bin ich nie dazu gekommen, ihn zu erfüllen. Jetzt muss ich es nur noch meinen Eltern erzählen. Ich glaube, dass mein Vater sehr enttäuscht sein wird. Er wollte immer, dass ich als erstes an meine Karriere denke. Jetzt muss ich es nur noch meinen Eltern erzählen. Ich glaube, dass mein Vater sehr enttäuscht sein wird. Er wollte immer, dass ich als erstes an meine Karriere denke. Ich werde jetzt zu meinen Eltern fahren und ihnen die Wahrheit sagen. Ich werde jetzt zu meinen Eltern fahren und ihnen die Wahrheit sagen. Jeder hat Träume. Wenn man sie zu lange hinauszögert, erfüllt man sie sich nie. Deshalb muss ich jetzt unbedingt nach Australien. Besser spät als nie. Jeder hat Träume. Wenn man sie zu lange hinauszögert, erfüllt man sie sich nie. Deshalb muss ich jetzt unbedingt nach Australien. Besser spät als nie. Einen Job finde ich danach schon irgendwie. Immerhin habe ich studiert und 5 Jahre Berufserfahrung. Einen Job finde ich danach schon irgendwie. Immerhin habe ich studiert und 5 Jahre Berufserfahrung. Zuerst muss ich mein Leben genießen. Solange man noch jung ist, kann man auch mal ein Risiko eingehen. Später hat man Familie und Kinder, da ist es nicht mehr so einfach. Zuerst muss ich mein Leben genießen. Solange man noch jung ist, kann man auch mal ein Risiko eingehen. Später hat man Familie und Kinder, da ist es nicht mehr so einfach. So, hier ist das Haus von meinen Eltern. Oh Mann, ich bin echt aufgeregt. So, hier ist das Haus von meinen Eltern. Oh Mann, ich bin echt aufgeregt. Hallo Schatz, wie schön, dass du hier bist. Hallo Schatz, wie schön, dass du hier bist. Hallo Mama, hallo Papa. Ich bin hier, weil ich euch etwas Wichtiges erzählen muss. Hallo Mama, hallo Papa. Ich bin hier, weil ich euch etwas Wichtiges erzählen muss. Natürlich, mein Sohn. Was gibt es denn zu erzählen? Wurdest du etwa befördert?
Natürlich, mein Sohn. Was gibt es denn zu erzählen? Wurdest du etwa befördert? Na ja, nicht ganz, Papa. Also, könnt ihr euch noch erinnern, dass ich schon immer mal nach Australien wollte? Na ja, nicht ganz, Papa. Also könnt ihr euch noch erinnern, dass ich schon immer mal nach Australien wollte? Ja, davon hast du uns früher immer erzählt. Ich fand die Idee damals schon nicht gut. Ja, davon hast du uns früher immer erzählt. Ich fand die Idee damals schon nicht gut. Also, ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Job nicht mehr sehr glücklich bin. Ich bin den ganzen Tag nur am Arbeiten und weiß nicht einmal, warum ich das mache. Also, ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Job nicht mehr sehr glücklich bin. Ich bin den ganzen Tag nur am Arbeiten und weiß nicht einmal, warum ich das mache. Was genau willst du uns damit sagen, mein Kind? Was genau willst du uns damit sagen, mein Kind? Ich möchte euch damit sagen, dass ich meinen Job gekündigt habe und für ein Jahr nach Australien fliegen werde. Ich möchte euch damit sagen, dass ich meinen Job gekündigt habe und für ein Jahr nach Australien fliegen werde. Meinst du das ernst, Frank? Meinst du das ernst, Frank? Wie bitte? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Wie bitte? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Doch, ich habe schon gekündigt und ich habe den Flug schon gebucht. Doch, ich habe schon gekündigt und ich habe den Flug schon gebucht. Ich wollte nur ehrlich mit euch über meine Pläne sprechen, weil ich euch liebe, Mama und Papa. Ich wollte nur ehrlich mit euch über meine Pläne sprechen, weil ich euch liebe, Mama und Papa. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Frank. Du hast so hart für deinen Job gearbeitet und jetzt gehst du einfach weg? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Frank. Du hast so hart für deinen Job gearbeitet und jetzt gehst du einfach weg? Ich kann nicht glauben, dass du einfach deinen Job für diese lächerliche Reise aufgibst. Ich kann nicht glauben, dass du einfach deinen Job für diese lächerliche Reise aufgibst. Für dich ist diese Reise vielleicht lächerlich, Papa, aber mir bedeutet sie sehr viel. Für dich ist diese Reise vielleicht lächerlich, Papa, aber mir bedeutet sie sehr viel. Und wie stellst du dir dein Leben vor, wenn du wieder hier bist? Du wirst keinen Job mehr haben. Und wie stellst du dir dein Leben vor, wenn du wieder hier bist? Du wirst keinen Job mehr haben. Ich habe einen sehr guten Abschluss von der Universität und mehr als 5 Jahre Berufserfahrung. Ich werde schon einen Job finden. Ich habe einen sehr guten Abschluss von der Universität und mehr als 5 Jahre Berufserfahrung. Ich werde schon einen Job finden. Also, ich habe noch einmal drüber nachgedacht, Frank. Ich glaube, dass du auf dein Herz hören solltest. Du hast diesen Traum schon dein Leben lang. Besser, du machst eine Reise jetzt. Also, ich habe noch einmal darüber nachgedacht, Frank. Ich glaube, dass du auf dein Herz hören solltest. Du hast diesen Traum schon dein Leben lang.
Besser, du machst deine Reise jetzt. Genau, Mama. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es nie machen. Ich habe schon zu lange gewartet. Einen Job finde ich immer. Genau, Mama. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es nie machen. Ich habe schon zu lange gewartet. Einen Job finde ich immer. Und was hat dein Chef dazu gesagt? Gibt es zumindest die Möglichkeit, dass du in einen Job zurück kannst? Und was hat dein Chef dazu gesagt? Gibt es zumindest die Möglichkeit, dass du in einen Job zurück kannst? Er war natürlich nicht begeistert, aber ich soll mich bei ihm melden, sobald ich wieder da bin. Er hat auch gesagt, dass ich immer gute Arbeit geleistet habe und er sich darüber freuen würde, mit mir in Kontakt zu bleiben. Er war natürlich nicht begeistert, aber ich soll mich bei ihm melden, sobald ich wieder da bin. Er hat auch gesagt, dass ich immer gute Arbeit geleistet habe und er sich darüber freuen würde, mit mir in Kontakt zu bleiben. Das klingt doch super. Das klingt doch super. Naja, das ist ja schon mal etwas. Begeistert bin ich nicht, Frank, aber du hast die Entscheidung ja bereits getroffen. Naja, das ist ja schon mal etwas. Begeistert bin ich nicht, Frank, aber du hast die Entscheidung ja bereits getroffen. Ja, Papa, ich hoffe, dass du mich trotzdem noch liebst. Ja, Papa, ich hoffe, dass du mich trotzdem noch liebst. Natürlich, mein Sohn, ich werde dich immer lieben, egal was passiert. Natürlich, mein Sohn, ich werde dich immer lieben, egal was passiert. Dann bleibt nur noch eine Frage. Wollt ihr mich in Australien besuchen? Dann bleibt nur noch eine Frage. Wollt ihr mich in Australien besuchen? Versprechen können wir nichts, aber wir haben noch ein paar Wochen Urlaub übrig. Versprechen können wir nichts, aber wir haben noch ein paar Wochen Urlaub übrig. Ja, wir wollen dich auf jeden Fall besuchen. Ein Jahr ohne meinen Sohn ist viel zu lang. Ja, wir wollen dich auf jeden Fall besuchen. Ein Jahr ohne meinen Sohn ist viel zu lang. Danke, Mama und Papa. Ich liebe euch über alles. Danke, Mama und Papa. Ich liebe euch über alles. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!